ihr etwas in Wissen und Weisheit gebracht habt. Der Mensch erstens tut das nicht. Die Seele tut das. Wenn der Mensch Entscheidungen getroffen hat aus dem Tiefen des Herzens, das heißt zum Beispiel für den Prozess, für die Leute, die neu dazugekommen sind, die noch nie einen Kurs bei mir gemacht haben oder mit mir noch nicht viel zusammengearbeitet haben, ähm, ich lade immer den Verstand ein, ins Herz zu gehen, weil der Verstand im Herzen neutraler ist. Und dann in die Emotionen und in die Situation zu gehen. Nicht zu prozessieren, nicht zu transformieren, sondern wirklich mit den Energien zu sitzen und zu fühlen, was ist denn überhaupt, was macht es dann überhaupt mit mir? Und wenn zum Beispiel man das Thema Krieg hat und man ist getriggert von dem Thema Krieg und getriggert bedeutet, etwas setzt sich in mir in Bewegung, dann ist es meine Aufgabe als Mensch, mein getriggertes Ego in mein Herz zu bringen und zu atmen mit dem, was dann in meinem Herzen nach oben kommt. Und das bedeutet, ich kann wütend sein, sauer sein und gehe durch die ganzen Emotionen, die in dem Moment hochkommen. Und wenn ich irgendwann mal an den Punkt komme und so sauer, so wütend, so traurig, so verzweifelt bin, dass ich zum Beispiel sage, ich will einfach nur noch Frieden in meinem Leben haben, nicht nur als Mensch, sondern ich will Frieden in mir als Seele haben. Kein Grund mehr für Krieg, keine Power Games mehr, keine Energie stehlen mehr, keine Manipulation mehr, nichts mehr davon. Ich bin fertig damit. Ich bin so fertig, weil so wie ich mich jetzt fühle, will ich mich nie wieder fühlen. Ich möchte nie wieder ein Leben kreieren in Krieg, in Kampf, in irgendeiner Form. Wenn das passiert, dieser Moment, dann hat der wie eine Art Supernova-Effekt. Dann leuchtet euer Licht, der Laserfokus des Menschen, durch den die Seele diese Entscheidung trifft, durch unzählige Inkarnationen. Und was dann passiert ist, dass viele Inkarnationen, die sich im Krieg befinden, die diesen Triggerpunkt selber machen, auf einmal dastehen, innehalten und sich fragen, ob sie das weitermachen wollen, ob es richtig ist, und fangen an zu korrigieren. Das heißt, dann fangen unzählige Leben an, ihre Maßnahmen zu ergreifen und zu korrigieren, weil die Leben ihre Realisierungen auf einmal haben. Und wenn eure Leben Realisierungen haben, dann lassen sie los. Und wenn dann Schuld, zum Beispiel, also Schuld ist ein wichtiger Magnetpunkt, und wenn dann Schuld wegfällt, das heißt keine Scham, keine Schuld mehr da ist, sondern reiner Frieden in jedes Leben angekommen ist, dann lässt jedes Leben los. Wenn Schuld wegfällt, fällt der Magnet weg. Und wenn der Magnet wegfällt, dann beginnt die Seele, alles Erfahrene in Wissen und Weisheit zu bringen. Und wenn das passiert, entsteht Neutralität in euch als Mensch. Und dann auch so stark, dass Krieg nicht mehr Teil eurer Welt ist, weil er nicht mehr Teil eurer Seele ist. Und wenn das passiert, dann seid ihr nicht mehr getriggert von Krieg. Dann kann es sein, dass ihr vielleicht noch in eurer Welt, wenn jemand zu euch kommt und erzählt, hast du das mitbekommen mit dem Krieg in was auch immer, dass ihr es entweder gar nicht hört oder die Person gar nicht zu euch kommen kann oder gar nicht darüber spricht oder mittendrin auf einmal aufhört, darüber zu sprechen, oder sie spricht darüber und es interessiert euch nicht. Aber ihr ignoriert es nicht, sondern es ist einfach keine Resonanz mehr da. Und dann kann es sein, dass die Person dasteht und ganz im Drama und ganz aufgelöst ist mit dem Krieg und ihr fragt, möchtest du einen Tee? Kann ich dir irgendwas bringen? Brauchst du was? Willst du einen Spaziergang machen? Da ist einfach kein Resonanzpunkt mehr. Und die Leute haben das Gefühl, dass ihr nicht mal mehr hört. Aber ihr müsst nicht ignorieren oder ablenken, sondern das ist eine ganz natürliche Dynamik, weil es nicht mehr Teil eures, und wichtig, Resonanzspektrums ist. Ihr resoniert nicht mehr damit und damit kann es von außen nicht mehr in euch resonieren. Es kann nichts mehr anstoßen in euch. Wenn ihr ignorieren müsst, dann ist es noch nicht passiert. Dann existiert es noch in euch. Und nochmal, nicht bearbeiten als Mensch, sondern einfach nur als das Tool eurer Seele den Fokus verschieben. Die Entscheidungen treffen, die wichtig sind. Aber nicht hier, sondern wirklich in eurem Herzen. Und ihr merkt den Unterschied irgendwann, wenn ihr es einmal gemacht habt, dass einmal wie eine Supernova der Entscheidung durch eure Inkarnationen rauscht, wisst ihr den Unterschied. Die Entscheidung als Mensch ist sehr flach. Das ist, als würde ich ein Blatt auf die Oberfläche eines Sees werfen.
eine sehr flache Entscheidung. Wenn ich in meinem Herzbewusstsein vereint mit meiner Seele eine Entscheidung treffe, die wie eine Supernova reagiert, weil ich als Mensch sehe und als das, was ich sehe, es in die Seele fokussiere, dann ist das, als würdet ihr einen Felsbrocken in den See werfen. Das heißt, es hat wirklich einen massiven Effekt, der spürbar ist bis in jede Zelle. Und sichtbar in eurer Realität. Definitiv. Nächste Frage.